Ich wollte sagen, dass ich das Angebot leider doch nicht annehmen kann. Ich werde heiraten. Ja, mein Freund. Doch, das ist möglich in Deutschland. Wenn nicht alles nach seiner Nase geht, dann soll er ausflippen. Und er hat eine ewig lange Liste, was alles in seiner Garderobe stehen muss. Zum Beispiel 10 weiße Handtücher, 10 schwarze Handtücher. Nur wenn du alles zugibst, werde ich auf die Anzeige verzichten. Und sonst landest du im Gefängnis. Das garantiere ich dir. Aufwachen! Wird es bald? Das ist mein Bett. Und wer es sich darin bequem macht, bestimmt immer noch ich. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Daniel Aminati. Hi. Was machst du hier? Schlafen. Wenn man mich lassen würde. Hey. Wieso bist du denn hier? Warum bist du nicht in deiner Hotelsuite? Weil die ganze Stadt anscheinend weiß, dass ich dort wohne. Außerdem die kreischenden Fans hinter meinem Fenster. Und die Geier von der Presse, die nerven. Das kann ich ja verstehen, aber du kannst dich nicht in mein Zimmer einquartieren. Oh Mann, Mädel, jetzt stell dich nicht so an. Ist doch nur für ein paar Tage. Wie nur für ein paar... Sag mal, wohin soll ich denn so lange? Keine Ahnung. Aber das kann doch nicht mein Problem sein. Arschloch. Jetzt gib doch endlich zu, dass du mit Gebhardt unter einer Decke steckst. Rajan, wie soll ich was zugeben, wenn es nicht stimmt? Also bitte, du hast es nicht anders gewollt. Bitte, kommen Sie. Guten Abend, Frau von Anstetten. Na, was sagst du jetzt? Guten Abend, Herr Tu nicht so, als würdest du Herrn Wankel nicht kennen. Wankel, sagst du. Wankel. Hat er was mit Motoren zu tun? Ja, mach dich nur lächerlich über mich. Das Lachen wird dir doch vergehen. Herr Wankel ist nämlich bereit zu bezeugen, dass er zusammen mit Herrn Gebhardt hier an unserer Pokerrunde teilgenommen hat. Ja, stimmt, ich erinnere mich wieder. Aber was hat unser kleines Privatvergnügen mit Gebhardts Geschäftspraktiken zu tun? Ganz einfach, Frau Gräfin. Ich wurde von Herrn Gebhardt bezahlt, um Herrn Ray das Ölgeschäft schmackhaft zu machen. Ja und? Was habe ich damit zu tun? Herr Gebhardt hat in Ihrem Auftrag gehandelt. Das sagen Sie. Können Sie das auch beweisen? Ich habe einen Scheck von Gebhardt bekommen. Schön für Sie. Haben Sie auch einen von mir bekommen? Nein. Ich glaube, dann erübrigt sich jedes weitere Gespräch. Abgesehen davon hätte ich große Lust, Sie wegen Verleumdung zu verklagen. Sonst noch irgendwelche Unklarheiten? Nein. Gut, dann verlassen Sie jetzt meine Räumlichkeiten. Andernfalls sehe ich mich genötigt, Sie entfernen zu lassen. Tut mir leid. Ja, schon gut. Vielen Dank trotzdem. Keine Ursache. Rajan, ich hätte nicht gedacht, dass du mir sowas zutraust. Und? Wie ist es gelaufen? Ich glaube nicht so gut. Ich habe mich jedenfalls an Ihre Anweisungen gehalten. Allerdings ist Tanja verdammt gerissen. Sie hat sich nicht beeindrucken lassen. Na, das hätte ich mir fast denken können. Aber ein Versuch war es wert. Hier, Ihre Mühe soll natürlich belohnt werden. Sie können ruhig nachziehen. Ich glaube, das ist nicht nötig, Frau von Anstetten. So, jetzt muss ich aber los. Ich muss nach Friedenau. Wenn du willst, nehme ich dich mit und lass dich an der Schule raus. Ja, klar will ich.
Na dann los. Ciao. Ciao und vergiss nicht, dass wir heute Nachmittag verabredet sind. Ich werde pünktlich sein, versprochen. Können wir jetzt? Ich habe nämlich noch eine Verabredung in der ersten Stunde mit Heinrich Böll. Schon unterwegs. Wiedersehen, Frau von Sterning. Wiedersehen, Marco. Wenn man euch beide so sieht, könnte man fast neidisch werden. War aber auch ein harter Kampf, bis wir da waren, wo wir jetzt sind. Ja, ich weiß. Aber wenn du glücklich bist, hat sich's gelohnt. Du bist doch glücklich. Und du? Ich bin froh, wenn es meinen Kindern gut geht. Wie wär's, wenn wir beide heute einen Bummel durch die Trödelläden machen? Ja, das hört sich gut an. Und wo hast du nun geschlafen? Na, wo wohl? In Daniel Aminatis Hotelsuite natürlich. Also das hätte mir ja auch gefallen. Von mir aus können wir tauschen heute Nacht. Wieso? War irgendwas nicht in Ordnung? Ach, frag mich lieber, was in Ordnung war. Zuerst stand ich eine Stunde bei diesem Typen an der Rezeption und habe ihm erklärt, dass es richtig so ist, dass ich da schlafe und nicht Daniel Aminati. Es geht doch nichts über Personal, das mitdenkt. Dann war ich endlich in dem Zimmer und durfte erst mal 1000 Gitarren vom Bett räumen. Wie bitte? Er hat Gitarren im Bett. Dann hatte ich endlich diese Gitarren weg. Und dann standen 4 wild gewordene Groupies im Zimmer und fielen über mich her, weil sie dachten, ich wäre die Geliebte ihres Stars. Das war natürlich eine sehr laute Auseinandersetzung und die Gäste haben sich beschwert. Und dann stand ich wieder eine Stunde bei dem Typen an der Rezeption und musste ihm erstmal erklären, wieso und weshalb und warum. Das klingt ja nach einer langen Nacht. Ach, das kann so laut sein. Und warum gehst du nicht einfach nochmal hoch und legst dich hin? Na, warum wohl? Erstens muss ich das Shooting für heute Nachmittag vorbereiten. Und zweitens liegt ein gewisser Daniel Aminati in meinem Bett und schnarcht. Vererbst du mir bitte die Bettwäsche, die seinen Körper berührt hat? Du kannst den ganzen Kerl haben. Und mein Bruder gleich dazu. Ich wette mit dir, das war seine Idee. Morgen. Du weißt schon von meiner Idee? Verraten Sie mir doch bitte, warum Sie mich heute extra nach Friedenau bestellt haben. Können Sie sich das nicht denken? Also die Unterlagen hätte auch ein Bote bringen können. Und ob ich so der ideale Partner für Sie beim Golfspielen bin, na, ich weiß nicht. Naja, vielleicht nicht beim Golfspielen, aber auf meinem beruflichen Weg, da können Sie mich schon mal hier und da begleiten. Ja, nichts, das ich lieber täte. Aber Sie haben mir doch neulich gesagt, dass Sie nichts mehr für mich hätten. Ja, seitdem ist die Zeit aber nicht stehen geblieben. Mir ist es gelungen, einen Millionenetat an Land zu ziehen. Aha, dann ist die Agentur ja in der nächsten Zeit gut ausgelastet. Um nicht zu sagen überlastet. Und weil Sie ein fähiger Kopf sind und weil Sie zufälligerweise im Moment eine neue Herausforderung suchen, habe ich natürlich sofort an Sie gedacht. Das ehrt mich außerordentlich. Aber die nächste große Herausforderung für mich wird meine Hochzeit sein. Und wie heißt das so schön? Auf 2 Hochzeiten kann man nicht gleichzeitig tanzen. Na, Sie schon. Zunächst müssten Sie nämlich lediglich ein richtungsweisendes Gespräch mit dem Auftraggeber führen. Es bliebe Ihnen also genügend Zeit, Ihre Märchenhochzeit vorzubereiten. Wenn das so ist, Sie machen mich neugierig. Na, warte. Hey, aufstehen, es ist schon Mittag. Na und? Nichts da, raus aus meinem Bett. Hast du ein Rad ab? Ich nicht, aber du hast anscheinend ein Rad ab. Du stehst jetzt sofort auf. Du kannst mich mal. Da werde ich mich aber gerade noch beherrschen können. Wenn du nicht augenblicklich Land gewinnst, dann werde ich mich bei AMG über dich beschweren. Und über die andere dämliche Tussi, die mir das mit dem Hotel verbockt hat. Och, prima. Die andere dämliche Tussi bin übrigens auch ich. Ach, du grüne Neune. Dann wäre es ja wohl jetzt nicht zu viel verlangt, wenn du dafür sorgst, dass ich endlich ausschlafen kann. Und im Übrigen, wenn ich gleich aufstehe, dann möchte ich natürlich auch einen Happen zu essen. Du weißt schon, Kaviar, Trüffel und natürlich auch Shampoos. Und bring mir bloß nicht den billigen aus dem Supermarkt. Sonst noch einen Wunsch? Nö, das war's eigentlich. Aber wenn dir noch was einfällt, ich bin für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar. Daniel, hör mir mal gut zu. Irgendwie müssen wir dieses Kind zusammen schaukeln. Deswegen würde ich vorschlagen, dass du jetzt erstens aufstehst, damit du zweitens pünktlich zu dem Shooting kommst. Und drittens gehst du heute Abend in deine Hotelsuite zurück. Über 1 und 2 können wir reden. Aber in dieses Scheißhotel kriegen mich keine 10 Pferde. In diesem Scheißhotel sind doch schon ganz andere Leute abgestiegen und keiner hat sich je über den Service beschwert. Das Hotel und der Service sind ja auch in Ordnung. Aber
Mann, ständig die blöden Journalisten von der Presse. Das nervt einfach. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass dich diese blöden Journalisten berühmt machen? Klar. Und? Mann, die sollen mich zufrieden lassen. Ich habe doch schließlich auch ein Recht auf ein Privatleben. Aber das muss sich ja wohl nicht ausgerechnet bei mir abspielen. Schade. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl hier. Hi. Hi. Rajan, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Mich beschäftigt da die ganze Zeit schon eine Frage. Welche? Wie bist denn du eigentlich auf die Idee gekommen, dass Gebhard Wankel gekauft hat? War reiner Zufall. Wieso? Stell dir mal vor, ich habe eben mit meiner Bank telefoniert. Und so wie es aussieht, hat Gebhard auch mich um ziemlich viel Geld betrogen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob es funktioniert. Puh, also der Händler hat sie auch irgendwie zum Leuchten gebracht. Allerdings wusste auch nicht auf Anhieb, wo der Schalter ist. Ach, das war's. Ja. Hey, Wer sagt's denn? da habt ihr aber ein ganz schönes Schnäppchen gemacht, ne? Ja, wir beide werden in Zukunft wohl auf solche Anschaffungen verzichten müssen. Wenn euch die Lampe gefällt, schenke ich sie euch zur Hochzeit. So war das aber nicht gemeint. So schlimm sind wir auch wirklich nicht dran. Markus, wir werden uns in absehbarer Zeit keine Wohnung leisten können. Und von der Einrichtung mal ganz zu schweigen. Na, jedenfalls kann ich mir das von meinem Gehalt nicht leisten. Und du hast im Moment auch keinen Job. Ich würde an deiner Stelle gar nicht so schwarz sehen. Ja, sondern die Immobilienanzeigen zur Hand nehmen und mit Suchen anfangen. Soll das etwa heißen, dass du einen neuen Vertrag hast? Ja, so ungefähr. Frau von Anstetten hat mir ein gutes Angebot gemacht. Na, ist das kein super Start für unsere gemeinsame Zukunft? Ja, das kann man so sehen, ja. Ich find's nur schade, dass du wieder für Clarissa arbeiten musst. Für ihre Agentur, die ihr gerade mal zur Hälfte gehört. Naja, wie auch immer. Also ich freue mich. Ich glaube, wir müssen so langsam los. Meinetwegen können wir. Schwiegermama, die Pflicht ruft. Schwiegersohn? Schon. Wo bleibt der Herr Dan? Wenn wir in 2 Minuten nicht loskommen, dann schaffen wir es nie rechtzeitig zum Shooting zu kommen. Wenn man vom Teufel spricht. Na, Ladies, Autogramme? Kein Problem, Mann. Berühmt müsste man sein. Oder wenigstens gut aussehen. Okay. Können wir? Gleich. So muss ich meinem Kumpel hier Hallo sagen. Hey, ja, Alter. Gut geschafft. Ja, bis von Verstörung abgesehen, eigentlich ganz gut. Tja, das ist der Preis dafür, wenn man sich in fremden Betten bereit macht. Können wir jetzt bitte die Fotografen warten? Sollen sie halt warten? Ich habe jetzt erstmal Durst. Und Happen zu essen wäre ja auch nicht schlecht. Ich kann dir was besorgen bei dem Termin. Bis dahin hält ich nicht aus. Du weißt, mit leerem Magen kann ich ganz schön ungemütlich werden. Das möchtest du den Leuten doch nicht zumuten, oder? Tja, ich glaube, schlimmer als bisher kann es jetzt auch nicht mehr werden. Hey, hey, junge Dame, sei nicht so frech. Außerdem würde es meinem Image schaden, wenn wir jetzt schon losfahren würden. Ja, schon mal einen Wälzer erlebt, der pünktlich ist? Die wirklichen Stars versuchen es wenigstens. Mann, Mädel, du hast ja gar keine Ahnung vom Showbiz. Ein Bier und zum Essen, was gut und teuer ist. Ihr seid übrigens eingeladen. Oder überschreite ich mein Spesenkonto bei AMG? Bleiben Sie doch! Er muss jeden Moment hier sein. Los, wir machen auch den Abflug. Der Star kommt heute nicht mehr. Packen Sie etwa auch schon zusammen? Schon ist gut. Hey, ich denke, hier findet eine Party statt. Cindy Boy, altes Haus, wie geht's dir? Wo haben wir uns das letzte Mal gesehen? L.A., London? Nürburgring, das Open Air letztes Jahr. Oh. Sagen Sie mal, wo haben Sie denn die ganze Zeit gesteckt? Ach was, ersparen Sie mir Ihre Ausreden. Sie haben die Sache vergeigt und deswegen muss ich... Nein und nochmals nein! Was denn jetzt schon wieder? Ich dachte, wir haben ein klares Konzept, was die Bilder betrifft. Ja. Gut, dann bringen Sie das mal bitte Ihrem Schützling bei, und zwar schnell. Genau. Ich dachte, Sie hätten ihm erklärt, wie das Shooting abläuft. Das habe ich ja versucht, aber er ignoriert mich. Jetzt hören Sie mir mal gut. Noch so eine Aktion. Und Sie können demnächst im Versand die CDs verpacken. Danke. Das muss hier sein. Ja, die Adresse stimmt.
Ist nur ein bisschen wenig los für eine Hochzeitsfeier, wie? Ja, erinnert mehr an ein geheimes Logentreffen als an eine Trauung. Aber das lässt sich ja ganz leicht rauskriegen. Ja? Guten Abend. Findet hier eine Hochzeit statt? Möglich? Wir würden gerne zusehen. Pfarrer Fied hat uns eingeladen, Georg von Sterneck und Markus Fröhlich. Alles klar, wir können reinkommen. Da sind Sie ja. Sie haben mir noch gar nicht erzählt, wie Tanja auf Wankels Erscheinen reagiert hat. Hat sie nun endlich zugegeben, dass sie hinter allem steckt? Nein, sie hatte für alles eine passende Erklärung parat. Typisch Tanja. Und wenn sie nun doch ein Opfer von Gebhards Intrigen ist? Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie Ihre Ausreden geglaubt haben. Um ehrlich zu sein, weiß ich bald gar nicht mehr, was oder wem ich glauben soll. Manchmal denke ich, dass Tanja im Grunde gar nicht so schlecht ist. Aber in dieser Umgebung, wo sich alles ums Geld dreht, da muss man wahrscheinlich so werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass so jemand wie Tanja, wenn sie zum Beispiel in Indien leben würde, dass sie ganz anders wäre. Ja, dann würde sie wahrscheinlich Mutter Teresa rund um die Uhr zur Hand gehen. Wenn sie die einfachen Menschen in meiner Heimat sehen würde, mit ihnen lebt, arbeitet, ihre Sorgen und Freuden teilt, dann käme vielleicht ihr wahres Wesen zum Vorschein. Bestimmt. Dann glauben Sie also auch, dass sie im Grunde ihres Herzens ein guter Mensch ist. Sind wir das nicht alle? Mehr oder weniger. Ich habe schon oft dran gedacht, sie mitzunehmen nach Indien. Warum fragen Sie sie nicht einfach? Halten Sie es für möglich, dass sie mitkäme, wenn ich sie frage? Keine Ahnung, aber so reiselustig wie Tanja ist, wäre durchaus möglich. Ob sie jetzt nach Las Vegas, Bombay oder Zürich fliegt? Nach Zürich? Ja, kurz nachdem Tanja ihre 5 Millionen an Gebhard überwiesen hat, ist sie für einen Tag in die Schweiz geflogen. Sie hatte einen ziemlich großen Aktenkoffer dabei. Sie meinen, dass Tanja mein Geld hat? Ja, wussten Sie denn nicht, dass sie ein Nummernkonto bei der Schweizer National- und Kreditbank in Zürich hat? Ach, machen Sie nichts draus. Ich habe es heute auch erst erfahren. Etwas mehr nach rechts. Rechts. Das ist doch links. Vielleicht von deinem Standpunkt aus. Von meinem ist das ganz klar rechts. Also gut, bitte 5 Schritte nach links. Okay? Von jeder von mir aus gesehen. Mann, mach dich locker, aber nur ein Joke. Mich würde doch mal interessieren, was Sie mit ihm gemacht haben. Wieso denn ich? Weil es Ihr Job ist, auf ihn aufzupassen, ihn bei Laune zu halten und ihn auf die Shootings vorzubereiten. Das Lächeln. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. So kann ich unmöglich arbeiten. Daniel, bitte, wir brauchen die Fotos. Entweder wir machen die Old Albert-Pose oder hier läuft gar nichts. Aber selbst Einstein hat ab und zu mal gelächelt. Ja, wenn er gut drauf war. Aber ich bin nicht gut drauf. Mich turnt das hier tierisch ab. Meine Herren, bitte mit. Aber das können Sie doch nicht machen. Wenn Sie ihn morgen nicht unter Kontrolle haben, dann... Versandabteilung, ich weiß. Und, wie hat's dir gefallen? Gut. Nur die Sicherheitsvorkehrung fand ich ein bisschen suspekt. Ja, ich auch. Ich muss mal wissen, wozu das nötig ist. Ich hoffe, unsere kleine Feierlichkeit hat Ihren Vorstellungen entsprochen. Im Prinzip schon. Ja, wir fragen uns gerade, welche Funktion eigentlich der junge Mann da drüben hat. Wie ein Messdiener sieht er nicht gerade aus. Ja, das ist auch nicht beabsichtigt, aber glauben Sie mir, auch ich habe kein sehr gutes Gefühl bei der ganzen Sache, aber leider haben wir keine andere Wahl. Das verstehe ich nicht. Naja, solange es intolerante Menschen gibt, die eine gleichgeschlechtliche Eheschließung ablehnen. Ja, das können wir leider nachvollziehen. Und von der Intoleranz zur Gewalt ist nur ein kleiner Schritt. Wollen Sie damit sagen, dass Sie bedroht werden? Bedroht?
Bedroht, beschimpft, angepöbelt. Ja, aber ich glaube, das Ganze wird jetzt bald ein Ende haben, weil der Kirchenvorstand hat beschlossen, keine weiteren Trauungen mehr zuzulassen. Ja, aber was wird denn aus unserer Hochzeit? Ja, das tut mir leid, aber das war die letzte Trauung. Tanja, hallo. Hallo. Wie geht es dir denn? Gut. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich dachte schon, die Gerüchte, die man hört, sind wahr. Welche Gerüchte? Na, dass du demnächst statt in einem Schloss hinter Schloss und Riegel residieren wirst. Vorausgesetzt, dein kleiner Inder zerrt dich tatsächlich vor Gericht. Selbst wenn, dann steht Aussage gegen Aussage. Und so wie ich dich kenne, hast du natürlich alles so perfekt eingefädelt, dass man dir nichts beweisen kann. Ja, davon kannst du ausgehen. Trotzdem solltest du dich vor diesem indischen Stallburschen in Acht nehmen. Es könnte doch sein, wenn die Polizei mit ihrer Nachforschung begonnen hat, dass sie durch reinem Zufall doch etwas Belastendes findet. Das glaube ich nicht. Ich meine, man muss es natürlich auch nicht drauf ankommen lassen. Nur wie mache ich das Rajan klar? Ganz einfach, setz Tim vor die Tür. Und Rajan wird alles tun, was du von ihm verlangst. Er ist nämlich noch immer unsterblich in dich verliebt. Woher willst du das denn wissen? Ach, Liebes, das sieht man doch. Ja, vielleicht hast du recht. Aber ich habe keine große Lust, einen Kerl wie Tim gegen dieses Jüngelchen einzutauschen. Na, immer noch besser, als deine luxuriöse Suite gegen eine karge Gefängniszelle einzutauschen. Schönen Abend noch. Und wenn wir uns nach einem anderen Pfarrer umsehen? Hab ich mir auch gedacht. Und? Aber selbst wenn wir einen finden, wirst du wirklich unser bevorstehendes Glück mit solchen Widrigkeiten beginnen? Heimlichtuerei und ein Türsteher, der aufpasst, wer in die Kirche reinkommt und wer nicht? Natürlich nicht. Na, siehst du. Aber was sollen wir denn machen? Die Hochzeit absagen? Und uns dem Diktat der Straße beugen? Niemals. Wow, starkes Statement. Du solltest wirklich Politiker werden. Genau. Wir sollten unsere Hochzeit zu einem Politikum machen. Wir sollten mit der Heirat ein Zeichen setzen. Ach, und wie? Wir werden eine Feier machen, die selbst die Trauung von Diana und Charles in den Schatten stellt. Ich glaube, ich spinne. Los, raus hier. Daniel, wenn du hier nicht sofort verschwindest, dann hole ich die Polizei. Hey, immer cool bleiben, Baby. Okay, ich zähle jetzt bis 3. Wenn es sein muss. 1. Daniel Aminati verhaftet. Tolle Schlagzeile. Ich bin mal gespannt, was dein Boss dazu sagt. Vor allen Dingen, wenn er erfährt, wer mich in den Knast gebracht hat. Ich glaube, jetzt kommt 2. Du bist doch wirklich das allerletzte. Bin ich nicht. Ich bin ein Star. Erwarte Respekt von meinen Mitarbeitern. 3. Hey, wo willst du denn hin? Du musst deinen Star bei Laune halten. Das ist dein Job. Und den willst du doch nicht verlieren, oder? Okay. Was willst du? Dich. Zieh dich aus. Oder soll ich das für dich machen?